Was im letzten Video geschah. Nach 3 Wochen Pause in Costa da Caparica starteten wir ins neue Jahr 2025. Am 1. Januar fuhren wir weiter Richtung Süden. Das Wetter war super und wir kamen schnell voran. Unterwegs trafen wir Livio, der auch auf dem Weg nach Marokko war. Wir hatten einen schönen Abend zusammen und fuhren am nächsten Tag ein Stück gemeinsam. Am 6. Januar schließlich erreichten wir die Algarve-Region. Yay, endlich waren wir in der Algarve. Oben auf dem Hügel, wo wir geschlafen haben, hatten wir morgens einen richtig schönen Sonnenaufgang. Wir haben uns dann Zeit gelassen, haben gefrühstückt, das Zelt abgebaut, Zähne geputzt, alles am Fahrrad befestigt, sind dann runter zur Hauptstraße gerollt und was für ein Zufall! Das Radreisepärchen, mit dem wir uns eigentlich in Lagos treffen wollten, kam dann einfach von links runtergerollt. Ja, ist echt ein Zufall. Ja, weil wir haben uns morgens nur geschrieben und haben noch keine Rückmeldung gekriegt gehabt und dann dachte ich mir so, okay, die antworten im Laufe des Tages noch und dann sehen wir die einfach vor Ort, persönlich, durch Zufall. Also genau da, wo wir aus der Einfahrt raus wollten, wo wir Komoot starten wollten, um unsere Route weiter zu tracken. Also kurz nachdem wir gestartet sind. Unsere Wege trennten sich dann aber schnell, weil die beiden wollten noch woanders hin und dann später nach Lagos. Ich und Ann-Kathrin sind dann direkt nach Lagos und haben die dann später dort getroffen. Und jetzt haben wir die Ehre, euch die beiden mal vorzustellen. Servus! Servus! Wir sind David und Julia von Österreich. Wir sind gerade auf Urlaubsreise und haben die wunderbaren 2 auf Rad getroffen, endlich nach ewigen Chatverläufen. Genau. Wir sind jetzt mit dem Fahrrad von Porto bis Faro gefahren und haben vor einem halben Jahr unsere Weltreise beendet. Genau. Sind da von Österreich bis Nepal geradelt. 14 Monate waren wir unterwegs. Geplant war es eigentlich nicht. Wir haben uns einfach so ein bisschen leiten lassen und haben das Schönste im ganzen Leben erlebt, wahrscheinlich. Wir haben noch ganz viele weitere Reisen vor und wir finden uns unter rideout.com oder was nicht? Ja, und auf Instagram ride_AUT wie Österreich, die Abkürzung out. Genau. Ja. Ja, das war richtig cool mit den beiden. Wir saßen da stundenlang, haben miteinander gequatscht, haben zusammen was gegessen und dann sind wir aufgebrochen, sind noch ein paar Kilometer zusammengefahren und dann haben sich unsere Wege leider schon getrennt. Wir sind dann weitergefahren und die beiden zum nächsten Campingplatz. Oh, das arme Pony. Eine große illegale Müllhalde. Ja, die Dämmerung hat jetzt auch schon eingesetzt. Wir haben jetzt einen einigermaßen guten Platz gefunden, aber drumherum sind halt viele illegale Müllhalden. Ja, auch viel mit Autoteilen oder irgendwie Gummidichtung und so ein Kram. Jetzt ist die Lampe aus. Hat keinen Strom mehr. Na gut. Ja, und da hinten sind wir gerade durch so Slums, portugiesische Slums, also richtig mit Bretterbuden, die sich die Leute da selbst zusammengebaut haben, mit Plan übers Dach oder als Dach und dann Steine drauf und so ein Kram. Da wurden wir auch eben angesprochen, aber wir hatten ein bisschen Angst und ja, genau, haben jetzt nicht so das Gespräch gesucht. Wir haben geantwortet, aber ja, ich weiß nicht, wie man den Leuten trauen kann. Vielleicht haben wir da auch noch ziemlich viele Vorurteile. Aber wir wollen echt auf Nummer sicher gehen, dass wir eine ruhige Nacht haben, dass wir hier keinen Besuch kriegen und dass uns nichts geklaut wird. Naja, auf jeden Fall war es ganz nett mit den beiden. Wir waren zusammen essen, die haben uns eingeladen. Ne? Ja, das war echt super lieb von den beiden. Gab mexikanisch.
Und als Dankeschön haben wir denen noch was Süßes geschenkt. Ja, weil wir wollen denen auch was zurückgeben, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man uns zum Essen einlädt, was ja auch nicht so günstig war. Und deswegen wollten wir auf jeden Fall was Kleines zurückgeben. Ja, aber wir haben echt gut gequatscht. Ich weiß nicht, wie lange war das? 2 Stunden oder so? Stimmt. Genau, haben uns gut unterhalten, waren auch auf einer Wellenlänge. Das ist immer ganz schön, wenn man Radreisende trifft und sich ein bisschen austauschen kann, weil man hat ja quasi dasselbe Hobby. Ja, gut. Boa Leute. Bom dia! Ja moin, wir leben noch, wir sind nicht verletzt, uns wurde auch nichts geklaut und wir wurden nicht gestört, wir wurden nicht mit Stein beschmissen oder sonstiges. Aber ja, schlafen konnte ich jetzt auch nicht so gut. Also ich bin irgendwann gegen 2:30, glaube ich, eingeschlafen. Ann-Kathrin hat sich schon ein bisschen gestört gefühlt. Ja, da hinten, die Leute da in diesen Schrotthütten, die waren noch ein bisschen laut. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Wir dachten mehrmals, dass sie uns näher kommen, dass sie hier hinten bei diesen Müllhalden irgendwas machen. Aber keine Ahnung, dann war da noch irgendwas mit einem Auto. Ja. Und hier war so ein richtig lautes Motorrad. Es war zwar nicht in der Nähe, aber das ist da hinten irgendwo auf diesen Hauptstraßen lang gedonnert mit richtig lautem Auspuff. Ich glaube, dass den Typen sind wir auch gestern auf der Straße begegnet, als wir hierher gefahren sind. Tja, naja, auf jeden Fall konnten wir ein bisschen schlafen. Heute geht's weiter. Heute treffen wir die Deutschen, die wir in Spanien auf dem Campingplatz getroffen haben. Das sind die, wo der Hund ja, 10-mal mehr Follower hat als wir. Ja, hier seht ihr nochmal die Müllhalde. Da hinten wohnen die. Da steht ein Roller auf dem Feld, warum auch immer. Da liegt auch Müll, da hinten liegt Müll, da hinten liegt Müll. Da ist ein Lost Place, also fast eine Ruine. Da oben ist ein Haus, was relativ gut erhalten ist. Ich glaube, da wohnen auch Leute drin, wie es ausschaut. Also, ja, mysteriös hier. Wir sind wieder auf der Straße. Es geht weiter. Albufera ist ca. 25 Kilometer entfernt. Ja, und dann geht's weiter. Immer weiter. Bis wir irgendwann die nächsten Tage in Spanien sind. Ja, das war doch ganz schön, oder? Ja, und auch, dass wir so unerwartet doch noch eingeladen worden sind, da drin auch schlafen zu dürfen. Ja, also das waren die Deutschen, die wir in Spanien mal auf dem Campingplatz getroffen haben. Wir wussten, dass die hier 1 Monat lang ein Ferienhaus haben. Die haben uns auch schon dort oben in Spanien eingeladen nach hier. Ja, eigentlich dachten wir, dass wir zusammen quatschen, ein bisschen was essen und dann wieder fahren. Aber
spontan haben die das dann noch abklären können, dass wir auf dem Boden da im Hauptraum schlafen können. Ja, weil es sollte draußen regnen und die hatten ein bisschen schlechtes Gewissen, uns dann im Regen wieder rauszulassen. Ja. War richtig nett von denen. Ja, unsere Sachen sind dementsprechend gut trocken. Unsere Geräte sind alle aufgeladen. Unsere Wäsche ist gewaschen, weil die hat eine Waschmaschine und einen Trockner. Ja. Die beiden wollten nicht in die Kamera, aber wir konnten die Tiere zeigen. Die sind ganz süß gewesen, ne? Ja. Vor allen Dingen die kleine Katze, die Frieda. Genau, die ist auch richtig niedlich. Also die haben wir ja vorher noch nicht gekannt, weil die haben sie ja erst später adoptiert. Aber die ist auch richtig nett und freundlich, aber ist auch sehr verspielt noch, weil sie eben auch noch sehr jung ist. Jetzt geht's weiter. 27 Minuten später. Ja, irgendwie sind wir hier Offroad gelandet. Noch ein paar hundert Meter und dann sind wir wieder auf einer festen Straße, denke ich. Also sah auf der Karte auf jeden Fall so aus. Mal gucken, ob das stimmt und ob wir das bis dahin schaffen. Ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt habe ich hier schon runtergeschoben und naja, da hinten geht's nicht wirklich weiter für uns Radfahrer. Jetzt müssen wir mein Rad hier wieder hoch und dann geht's irgendwie da hinten hoch auf eine befestigte Straße und dann kommen wir da hoffentlich irgendwie weiter. Wir haben jetzt hier einen Weg gefunden, der ist noch mal ein bisschen anstrengend, aber 100 Meter weiter ist eine Straße und dann sollte es einfacher werden. So, das wäre erstmal geschafft. Jetzt snacken wir kurz was und dann geht's hier hoch. Das ist jetzt eine offizielle Straße und da vorne ist auch ein Haus, also sind die Wege hoffentlich ein bisschen breiter und besserer. Yay! Wir haben wieder eine Teerstraße unter den Rädern. So Leute, hinter uns an dieser grauen Wand haben wir gerade unsere Emoji-Bilder aufgenommen. Die werden wir dann noch die Tage verarbeiten, zuschneiden, optimieren und so weiter und dann in YouTube einstellen. Und dann sind sie in der Kanalmitgliedschaft verfügbar. Wenn ihr dieses Video seht, dann sind die schon verfügbar. Klickt gerne unter das Video auf Mitglied werden und dann schaut euch die Stufen an. Gibt für jede Preisklasse was. Wir freuen uns, wenn ihr Kanalmitglied werdet. Benvindo! Wir sind in Albufera. Guckt mal, wie bunt die Häuschen sind. Richtig knallebunt. Wir sind jetzt auf der EN 125 und Faro ist jetzt noch laut dem Verkehrsschild 30 Kilometer entfernt. Und da vorne qualmt es schon wieder aus dem Garten. Hier gibt es Laranjas für 65 Cent das Kilo. Das ist doch günstig, oder? Kann man da vorne sich einfach nehmen und dann irgendwo das Geld reinstecken. Heute haben wir echten Spaß mit den Autofahrern. Hier sind diese Plastikpoller mitten auf der Straße und die können teilweise lange nicht überholen. Und dann hocken die bei uns hinten dran und der Stau bildet sich und Ann-Kathrin wurde gerade zur Seite gehupt, ne? Der eine hätte mich fast umgefahren und der andere, ja, der hat mich zur Seite gehupt. Ich habe denen gesagt auf Deutsch, was soll ich denn machen? Da ist ein Poller an der Seite und daneben ist ein hoher Bordstein. Da komme ich nicht hoch. Und der hatte überhaupt kein Verständnis. Der hat mir den Kopf geschüttelt und ist mit so einem kleinen Mini-Abstand an mir vorbeigefahren. Ja, ich wurde auch schon mehrmals sehr knapp überholt und das waren auch teilweise keine normalen PKWs, sondern diese kleinen LKWs, diese Fuso oder wie die heißen. Eine riesige Gießkanne.
Das ist ja cool. Wir sind in Faro. So, wir versuchen jetzt ein paar Laranjas runterzuholen. So, Ann-Kathrin probiert jetzt gleich. Haben gerade den Tipp bekommen, dass die nicht zum Essen sind. Das ist hier eigentlich alles nur Deko. Die sind nicht süß, aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Ja, die sind so bitter wie die einen, die wir mal hatten. Okay, gut. Lassen wir wohl. Dann brauchen wir das nicht nochmal probieren. So, wir sind jetzt ein Stück weiter von Faro. Also, da hinten ist Faro. Und ja, hier sind Salinen, also Meersalzfelder sind das wahrscheinlich. Hier wird wahrscheinlich Meersalz abgebaut. Und hier sollen Flamingos sein. Und ich glaube, da hinten sind welche. 5 Minuten später. Ja, ich habe mich festgefahren und Ann-Kathrin auch ein bisschen. Das klebt sogar an den Schuhen unten dran. Jetzt muss ich erstmal kratzen und dann irgendwie am besten durch das Grün zurück. Es war eine blöde Idee jetzt, ein bisschen näher an die Flamingos zu wollen. So, mit Ann-Kathrins Hilfe habe ich es jetzt bis zur Einfahrt wieder geschafft. Ey, alles voll. Und unter meinen Schuhen, wie gesagt, da ist jetzt 1 Zentimeter Schlamm drunter. Und weil wir jetzt in Kies stehen, ist auch noch Kies drunter. Alter. Jetzt erstmal ordentlich putzen, weil die Räder drehen sich jetzt nur noch sehr, sehr schwer. So, soweit haben wir ein bisschen was freigekratzt. Mehr geht erstmal nicht. Bei mir ist das Problem, bei mir steckt noch ganz viel Schlamm da hinten drunter. Und ja, um da dran zu kommen, müsste ich alle Taschen abmachen. Und dazu habe ich gerade echt keine Lust. So, ich habe das Fahrrad jetzt ein bisschen durch den Kies und dann durch die Pfütze geschoben. Und hat tatsächlich ein bisschen geholfen. Bom dia! Wir sind wieder auf dem Rad. Wir hatten eine angenehme Nacht. Und eben als wir abgebaut hatten und Zähne putzen wollten, kam ein interessanter Radreisender vorbei. Der hatte kein gewöhnliches Reiserad, sondern so ein spezielles Schwedenbike oder so ähnlich. Wir blenden euch mal die Bilder hier ein. Ihr habt doch mal ein bisschen recherchiert. Das ist ein sogenanntes Pedersen. Ein einzigartiges Fahrrad, das um 1890 von Michael Pedersen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch einen geflochtenen Hängemattensattel und einen stabilen Dreiecksrahmen aus, was für hohen Komfort und ein geringes Gewicht von nur 5,1 Kilo sorgt. Das Pedersen bietet eine aufrechte Sitzposition, die die Schultern entlastet und ein entspanntes Fahren ermöglicht. Diese individuellen Fahrräder werden heute noch nach Kundenwunsch gefertigt und sind bekannt für ihre Qualität und besonderen Preis, der zwischen 1.400 und 3.500 Euro liegt. Sah sehr, sehr interessant aus. Auch, dass der Sattel so auf einem Spanngurt irgendwie befestigt war. Ja, war ein Deutscher. Wir haben uns nett unterhalten. Er ist jetzt aber auch weiter und wir wollen jetzt auch weiter. Er fährt jetzt Richtung Westen, wir wollen Richtung Osten. Gut.
Ganz viele Orangen. Ja. Da hinten seht ihr das Meer. Und hier ist alles voll mit Laranjas, also Orangen. Richtig, richtig viel. Richtig, richtig viel. Das sieht man auch schon seit Kilometern. Öfter mal so eine Orangenplantage. Ja, hier kommen eure Orangen her. Hier ist das nochmal, was wir meinten mit den Slums. Einfach Bretterbuden aus irgendwelchen Schrottteilen zusammengehämmert. Und da leben dann wirklich Menschen drinne. Jo, wir sind jetzt in Monte Gordo. Und ja, so sieht es hier aus. Überall ja, Mehrfamilienhäuser oder das sieht alles aus, als wenn das für Touristen gemacht ist. Als wenn hier nur Touristen wohnen. Auf Zeit. Ja. Und hier zwischendurch mal wieder Camper aus Niederlande oder Italien oder Deutschland. Aus dem Ort sind wir jetzt auch schon raus. Das geht ganz schnell. Es waren aber ungewöhnlich viele Niederländer da. Also jedes zweite Kennzeichen gefühlt am Van, also am großen Wohnmobil, war gelb. NL, Niederlande. Krass. Die genießen wohl ihren Winter hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 226, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt geht's zur Fähre und dann rüber nach Südspanien. Yay! Wir freuen uns sehr. Wir sind jetzt wieder in Spanien und hiermit endet dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video.